Stell dir vor, du stehst auf dem Pforten des Jenseits, bist gerade gestorben, hattest einen Unfall und du bist gerade auf diesem Weg und vor dir gibt es zwei Wege. Ein Tor führt in die Hölle und ein Tor führt in den Himmel. Und die Frage, die sich stellt, ist, welches Tor wird sich für dich öffnen? Es wird also sehr, sehr spannend. Wir erforschen heute, was passiert und wo kommst du vielleicht hin, nachdem du gestorben bist. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wenn du die Antwort auf diese Frage, welches Tor sich für dich öffnen wird, wissen möchtest, dann schau dir das Video zu Ende an. Wir werden das Thema Leben nach dem Tod, Verständnis von Leben und vom Tod sehr durchleuchten und ich werde dir meine Erkenntnisse aus unzähligen Astralreisen, Seelenreisen und mystischen Erfahrungen und 3 NATO-Erfahrungen vermitteln, also freu dich drauf, was dich gleich erwarten wird. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema Bewusstseinsforschung, hatte selber 3 NATO-Erfahrungen und über 1000 außerkörperliche Erfahrungen, sehr viele Seelenreisen, kannst gar nicht mehr zählen und habe einfach sehr, sehr viel Wissen gesammelt in meinem Leben, was das Thema andere Realitäten angeht, vor allem auch das Thema Jenseits und habe auch viele Erinnerungen an das Jenseits dadurch freischalten können und möchte mit dir jetzt einfach über meine Erkenntnisse in diesem Video sprechen, vor allem in Bezug auf das Thema, wo kommen wir hin, ja? Sehr, sehr spannend, ja. Und ich habe auch das Buch Das große Mysterium geschrieben, wo es auch viel über dieses Thema geht, also dieses erweiterte Bewusstsein, wo wir herkommen, was ist Gott, wo kommt Gott her, wer hat Gott erschaffen, solche Sachen werden dort sehr detailliert beleuchtet, natürlich durch Erfahrungsberichte und Seelenreisen, die ich in diesen Welten gemacht habe. Ab 1. oder Anfang November ist das Buch auch schon im Vorverkauf erhältlich, also freu dich drauf, einfach auf Amazon oder irgendwo anders in eine Plattform gehen und dort kannst du schon vorbestellen. Damit würdest du mich sehr unterstützen. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, das Buch ist Mindfuck. Ja? Also wirklich Mindfuck. Das hat der Lektor, also wir hatten 3 Lektoren und alle 3 haben es gesagt. Also mein Buchverlag hat mir gesagt, Marco, ich habe das Buch gelesen, habe schon viele Bücher gelesen, ich bin ja der Chef dieses Verlags und er hat so was Tolles gesagt, er hat mir zu mir gesagt, so, Marco, ich habe dein Buch jetzt gelesen, ich kann dir eine Sache sagen, das ist kein Buch, was man mitnimmt in den Urlaub zum Strand und dort sein Cocktail daneben schlürft, sondern nach diesem Buch brauchst du den Urlaub und brauchst du den Cocktail, um das, was dort steht, zu verarbeiten. Ja. Also es ist schon crazy, also freu dich auf das Buch. Ich kann es dir nur sagen, es hat mit der Leseprobe absolut nichts mehr zu tun. Also kommen wir zum Thema. Auf der einen Seite ähm, das Thema Leben nach dem Tod. Also wir sterben, ne, angenommen wir sterben, ne, und wir kommen irgendwo hin. Und meine Erkenntnis, die ich bisher gesammelt habe in diesem Kontext, ist folgendes. Also sehr, sehr spannend. Und zwar ich glaube, dass die ganzen Realität, also nicht nur unsere Realität, sondern andere Realitäten, wie auch das Jenseits und alles, was danach passiert und alle anderen Realitäten auf konsensbasierter Struktur beruhen. Das bedeutet, alles beruht auf deiner eigenen Wahrheit und auf der Wahrheit, beziehungsweise die du von außen programmiert bekommst. Das funktioniert ja auch genauso in diesem Leben, dass wir werden geboren, unsere Seele ist frei, unser Geist ist frei, unser Gehirn ist leer wie ein weißes Blatt Papier. Deine Eltern geben dir einen Namen, du bekommst damit langsam das Gefühl einer Ich-Identität, dann kopierst du das Verhalten, die Denkmuster deiner Außenwelt, deiner Eltern und so weiter und erzeugst selber dieses dualistische Denksystem und die Wahrheiten deiner Eltern, die erzählen dir, wie die Welt funktioniert, dass der Himmel blau ist, siehst du ja auch so und so weiter. Und dann gibt es Philosophien, die lernst du in Schule und so weiter und dann plötzlich bist du gefangen in deinem eigenen Denkmuster und dein Denksystem und das sind deine Wahrheiten und dann erschafft sich eben eine Quantenrealität und in dieser spielst du dann in eine Co-Kreation zwischen deiner eigenen inneren Welt und einer kollektiven Außenwelt. Ja. Das ist mal das eine. Das heißt, wir werden seit unserer Geburt werden wir programmiert, wie etwas ist. Und auf der anderen Seite haben wir unsere eigenen Überzeugungen, die in diesem Zusammenspiel mitwirken. Und diese Co-Kreation erschafft dann eine Quantenvariante dieser Realität und in der befindest du dich. So, und jetzt gibt es natürlich den Aspekt, wenn wir sterben. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Prozesse, die geschehen. Aber meine Erfahrung ist folgende. Wenn du in das Jenseits kommst, und ich hatte 3 NATO-Erfahrungen. Meistens ist es so,
dass du hinkommst und dass du mal in einen Wartebereich kommst, wo du abwarten musst. Das heißt, entweder so eine Schlange, wo du warten musst, oder du kommst irgendwo hin, wo du dissoziiert wirst, also du wirst abgelenkt von vielen Dingen, wie beim Träumen. Ja? Und dadurch kommst du in diesen Zustand hinein, dass das, was ist, dass du wie bei einem Traum, dass je länger du im Jenseits bist, desto eher vergisst du an dein aktuelles Leben gerade. Ja? Und das führt eben dazu, dass dass du dann empfänglich wirst für das, was dann kommt. Und das, was dann immer kommt, sind andere Bewusstseinsformen, die dir dann erklären, wie dort die Welt funktioniert. Also die sagen dann, ja, du bist gestorben, aber bevor wir über dein Leben reden, was dann passiert ist, und bevor wir über Gott reden und über Jesus und keine Ahnung was, über das Jenseits, wie das alles hier funktioniert, geh mal dorthin, mach mal das und so weiter und so fort. Und dann tust du das und dann gehst du viel mehr in dieses, okay, ich bin gestorben, dein Leben verblasst eh schön langsam, und dann öffnest du dich durch das Warten in Kombination durch dieses Mindset, dass du alles glaubst, weil das ist ja das neue Jenseits und da bist du ja auch gelandet und da gibt es anscheinend jemanden, der mehr weiß als du und so weiter und so fort. Und das führt eben im Zusammenspiel dazu, dass der dann später kommt und dir langsam immer mehr Wahrheiten erzählt, und das programmierst du dann schön langsam in deinen neuen Körper rein, in deinen Astralkörper, und irgendwann wirst du dann aufgeklärt, kommst dann dorthin und dann dorthin, dann zum Rat, und dann gibt es andere, die erzählen dir auch dasselbe, und dann musst du das tun und dann musst du dort auch in eine Art Kirche gehen, und dann kommst du drauf, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ja? Und so habe ich die Erfahrung gemacht, dass man dann programmiert wird von den anderen. Und was ich dir jetzt schon sagen kann, ist, dass der Schlüssel darin liegt, sich nicht immersieren zu lassen. Also, dass du immer einen Open Mind haben solltest. Ja? Und zwar, dass du nicht alles glauben solltest, vor allem nachdem du stirbst, was die anderen dort erzählen, geschweige denn, was ich dir hier erzähle oder andere dir grundsätzlich erzählen, sondern dass deine eigene innere Wahrheit, deine Intuition dir das gibt, was du für dich am ehesten sehen sollst. Und da empfehle ich dir auch, das Buch Das große Mysterium zu lesen. Das wird dir sehr, sehr helfen, dich zu befreien von allen möglichen Modellen, wie etwas zu sein hat, sondern nur dein eigenes Sein im Vordergrund steht, ohne jeglichen Glaubenskonzepte, sondern nur, weil das Problem der gesamten Menschheit ist, dass sie so leben, wie sie leben, nur, und die ganzen Kriege beruhen immer nur auf Glaubenssystemen. Das heißt, wir leben in einer Problemwelt, die nur darauf ab, die so gestaltet ist, weil wir alle irgendwelche verschiedenen Glaubensrichtungen haben, wie etwas zu sein hat. Und das deckt sich nicht mit deiner Welt. Also jede Religion gibt vor, in welchen Box du denken sollst, und die sind in Konflikten mit anderen, und somit hat jeder seine eigene Wahrheit. Ich habe auch in einer Seelenreise gesehen, beziehungsweise als ich dann dort war, dass die Erde ja, die hat ja Kirchen überall, ne? Und jede Realität beruht auf einer konsensbasierten Struktur. Das wurde mir dann so gezeigt, auf unserem Planeten dominiert zum Beispiel die römisch-katholische Kirche das Kollektivbewusstsein und die Frequenz der gesamten Kollektivbewusstseins. Und das habe ich so gesehen, als ich dort war, dass ich dorthin geführt wurde und mir dann das Ganze gezeigt wurde, wie es funktioniert. Und zwar, die Menschen gehen in die Kirche und beten auf Basis von einem Buch, was sehr, sehr alt ist, ja, und haben dort eine Wahrheit und werden dort gepredigt und so weiter, und beten und singen. Singen erschafft viel Wahrheit in dein inneren System übrigens. Das heißt, du singst dort, du betest dort, du hörst dir was an, du wirst gelehrt, und daraus erschafft man ein morphisches Feld in der Kirche, und dieses morphische Feld geht immer nach oben, und jede Kirche, falls du es bemerkt hast, hat eben ein Kupferdach. Kupfer ist ein sehr toller Leiter von Informationen, von Energie. Ja. Und die Erde habe ich so gesehen, dass eben an jedem Dorf unseres Planeten eben eine Kirche ist mit diesem Dach. Und dieses Glaubenssystem, dieses morphische Feld, geht dann nach oben und erzeugt über diese Atmosphäre, durch diese ganzen Kirchen, durch diese Spitzen, die nach oben gehen, eine Art Gitternetz. Und dieses Gitternetz ist diese Blockade des Kollektivbewusstseins, was eben dieses Glaubenssystem erschafft, was diese Frequenz dieser niedrigen Schwingung dieser Erde erschafft. Also ziemlich crazy eigentlich, ne?
Und die Kirche ist eben auch das Glaubenssystem, was propagiert zwischen Himmel und Hölle. Aus meiner Sicht, was ich in tausenden Astralreisen und Seelenreisen erlebt habe, gibt es so etwas wie Himmel und Hölle nicht. Ich will damit nicht sagen, dass es keine Realitäten gibt, die nicht dem gleichen, ja? Sondern ich will einfach nur sagen, dass die einzige Hölle, die existiert, diejenige ist, die du in deinem Inneren erzeugst. Denn das ist das, was deinen Zustand erzeugt. Also wenn du alles negativ betrachtest, wenn du sehr stark im dualistischen Gut- und Böse-System gefangen bist, wenn du sehr stark in diesem Konzept festhältst von Himmel und Hölle, dann wirst du eben an diesen Punkt kommen, wenn du stirbst, dass du vielleicht dann auch in die Hölle kommst. Weil dein Glaubenssystem, was du dir in dein Gehirn programmiert hast, und das ist das, was ich dir sagen will in diesem Video, ist, die ganzen Realitäten basieren auf deinem Glaubensweltbild. Das heißt, wenn du glaubst an Himmel und Hölle, dann wirst du, und wenn du glaubst, du warst ein schlechter Mensch und hast schlimme Dinge getan, dann ist dein Glaubenssystem, weil das Gott sagt, ich will dein Weltbild nicht crashen, weil das führt zu sehr komischen Gedanken und psychopathischen Denkmustern, die folgen, wenn man dein Weltbild komplett crasht. Das heißt, Gott sagt, naja, wenn du daran glaubst und komplett felsenfest davon überzeugt bist, dass es so ist, also dein Glaubenssystem, das ist, dass es so ist, dann kann Gott nicht herkommen und sagen, nö, das Himmel und Hölle gibt es nicht. Dann wirst du fanatisch sagen, doch, das ist so und so weiter und dein Weltbild bricht zusammen und das führt eben zu einem nächsten Traumata, ne? Einer seelischen Traumata. Und deswegen sagt Gott, okay, wenn du da so sehr daran glaubst, dann schicke ich dich mal dorthin. Lass dich mal dort ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre verweilen und hole dich dann langsam dort raus. Es sei denn, du bist dort gefangen, so wie hier. Ne? Und dann versuche ich dich dann woanders rauszuholen, im nächsten Leben vielleicht. Ne? Und deswegen existieren diese Astralebenen, diese 49 Astralebenen, also die unteren negativen Astralebenen, die mittleren neutralen Ebenen und die oberen Lichtwelten. Das heißt, je nachdem, wie dein Glaubenssystem ist, also wie sehr es dualistisch geprägt ist, wirst du eben in diese Höllenebenen kommen, also niedere Astralebenen. Dort wirst du halt das erleben, was dein Weltbild entspricht. Oder du sagst, ich transzendiere mein dualistisches Denken. Ich glaube nur noch an das Einheit, an das große Ganze, an nicht Dualität, sondern an Polarität, also an ein Bewusstsein, welches ein Selbstgespräch mit sich selbst führt und alles nur für sich selbst tut und an das Gute, an die Liebe, an die Freude, dann ist es die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Und wenn du ich glaube, dass der Bewusstseinszustand, den du hast, nachdem du stirbst, das ist, wo du hinkommst in diesen Ebenen. Ja. Und wenn du ja eben sehr lichtvoll denkst, sehr gut und deine Schatten annimmst und deine ganzen negativen Sachen ähm, behandelt hast, sage ich mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du in diese hohen Lichtwelten kommst. Und dann noch die Komponente mit beinhaltest, dass du dort nicht alles glaubst, dann bist du frei. Und dann kommst du in dieses freie Universum und dann kannst du tun, was du willst. Ja. Das ist so meine Ansicht. Das heißt, diese Glaube an Himmel, Glaube an Hölle, also deine Wahrheiten und vor allem, wie leicht du manipulierbar bist, wie leicht du empfänglich bist für Wahrheiten, für Religionen, für irgendwelche Modelle von Realitäten, Modelle von wie etwas zu sein hat. Das führt eben dazu, wo du dann schlussendlich hinkommst. Und da hilft dir mein Buch, das große Mysterium, weil das geht in eine sehr ganzheitliche Perspektive und erzählt das Ganze aus einer Vogelperspektive dieser verschiedenen Modelle und entkoppelt dein Denken von diesen Systemen, damit du frei bist, ein Freigeist sozusagen und dann schlussendlich dann in diese göttlichen Sphären hineinkommst, ja. Und ich kann dir jetzt am Schluss des Videos nur noch eine Sache sagen, und zwar, wenn du in den Himmel kommen möchtest, ja, dann kann ich dir nur empfehlen, das Video zu liken, ja. Und ich kann dir auch empfehlen, einen Kommentar dafür zu schreiben, wo du glaubst hinzukommen auf Basis deines Verhaltens, also auf Basis, ob du es verdient hast, in den Himmel zu kommen, schreib es mir unten in den Kommentar rein. Wenn du sagst, das Video hat dir geholfen, eine andere Perspektive der Welt zu bekommen, dann teils an deine Freunde, damit auch sie dieses freie Denken bekommen und vielleicht hilft es ihnen, wenn sie sterben und ins Jenseits kommen, dass sie dann
dort nicht mehr immersiert werden, also von der Außenwelt manipuliert, von anderen erzählt, wie etwas funktioniert, sondern damit sie auch dort kritisch hinterfragen, okay, ich bin im Jenseits, okay, ich bin tot, mein Körper ist nicht mehr da, aber das, was du mir erzählst, muss nicht die Wahrheit sein und dann bist du nämlich frei dort und dann, weil je mehr die dich dort programmieren, desto gefangener wirst du dort in diesem Körper sein und dann wirst du dort, so wie hier in diesem Körper, gefangen sein und kannst nicht in höhere Welten, weil du dann dort in dieser neuen Matrix steckst. Deswegen gibt es aus meiner Sicht keinen Himmel, keine Hölle. Es gibt einfach nur wie Computerspiele unendlich viele Realitäten. Du kommst dorthin, was dein Glaubenssystem entspricht, wirst dort immersiert und wirst dich schön brav dort aufhalten. Deswegen kann ich dir nur jetzt am Ende des Videos den Tipp geben, like das Video, Spaß beiseite, kann ich dir den Tipp geben, glaube nicht alles, was dir erzählt wird, glaube nur das, was deine Intuition dir sagt, sei offen für Neues gleichzeitig und verabschiede dich von alten Denksystemen, halte nicht an der Vergangenheit fest und sei bereit, deinen eigenen Mind zu erweitern und beschäftige dich mit dem Thema Liebe, Freude, Erhöhung deiner eigenen Frequenz, deines Bewusstseinszustandes. Schau, dass du glücklicher bist in deinem Leben, dass dein Zustand in einer höheren Schwingung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Vor allem, wenn du dich entkoppelst vom dualistischen Denksystem. Wenn ich da mehr Videos machen soll zu diesem Thema Entkopplung vom dualistischen Denksystem, schreib mir jetzt einen Kommentar rein, dann werde ich mehr Videos dazu machen. Dann wird es dir auf jeden Fall helfen. Ja. Und falls du es noch nicht weißt, eben, ich habe es schon erwähnt, ab 1. November, Anfang des Novembers ist mein Buch schon im Vorverkauf erhältlich, das große Mysterium. Also schau, ob du es vorbestellen kannst und ich kann dir jetzt schon mal sagen, es wird mega krass, das Buch. Ja. In dem Sinne, danke fürs Ansehen des Videos. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video eine neue Denkweise vermitteln in Bezug auf das Thema Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung. Und ich freue mich sehr, dich im nächsten Video wiederzusehen. Es wird dort sehr, sehr spannend. Wir werden das Thema Schattenarbeit und so weiter näher betrachten. Also, bis bald. Tschüss.